Guten Tag. Wir sind heute auf dem Stellplatz in Penkun in der Nähe von Polen, Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben hier hinter uns ein total geiles Fahrzeug entdeckt. Und ja, das möchten wir euch jetzt mal gerne ein bisschen vorstellen lassen von Anja und Lars. Ihr habt ja hier krass eine Alarmanlage. Ja, genau. Also unsere 2 Alarmanlagen haben wir mit. Eine liegt hier vorne und die ist auch wirklich mit Vorsicht zu genießen und die andere liegt da ums Eck. Also die vordere ist schärfer. Nee, die vordere ist ganz entspannt, aber die hier unten, die okay, ist... gut. Da, wo wir jetzt nah dran sind und ich nicht in die Augen gucken darf. Ja, genau, aber das passt schon. Gut, supi. Ja, es wäre cool, wenn ihr euch noch mal kurz selbst vorstellt, wie ihr heißt und woher ihr kommt, wie lange ihr schon unterwegs seid, solche Sachen. Ja, gern. Also ich bin Anja. Ich bin Lars. Ach, guck mal, er spricht, das ist ja verrückt. Normalerweise spricht er nicht, normalerweise spreche ich immer. Wir kommen aus der Nähe von Hamburg, aus der Nähe von Buxtehude, Neuwulmsdorf-Elsdorf und haben uns eine alte Feuerwehr ausgebaut und wir wohnen da jetzt drin, seit 2 Wochen. Richtig krasses Ding. Seit 2 Wochen seid ihr erst unterwegs und schon sind wir uns begegnet. Was für ein Glück. Ja, genau. Und und wie gesagt, ihr hattet uns gefragt, ob ihr euch das mal angucken könnt mit eurer Audience zusammen, mit eurer Community. Ja, auf jeden Fall, klar. So ganz spontan. Also Anja hat gleich gesagt, willst du mal reingucken? Und ich so, ich möchte sogar noch mehr. Ich möchte gerne ein Video machen und ich freue mich so sehr. Ja, überhaupt kein Ding, aber normalerweise, wir sind nicht immer so spontan. Es war gerade aufgeräumt, von daher passte das wie Arsch auf Eimer. Also normalerweise machen wir das nicht. Aber wir sind schon nicht unfreundlich. Also wer nicht fragt, darf sich das auch gerne immer angucken. Wir können das schon verstehen, dass das spannend ist. Ja, sehr schön. Anja, du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, ihr seid ja vorher noch mit einem Bulli unterwegs gewesen. Genau, also so unsere Bulli-Geschichte beziehungsweise so unsere Van-Live-Geschichte hat so angefangen 2007, da war unser Sohn 3. Ne? Da haben wir uns den ersten Bulli gekauft. Und das war so eine Geschichte, wir wollten endlich mal wieder in Urlaub fahren. Wir hatten gerade unser Haus gekauft und was weiß ich nicht alles. Und Lars wollte schon immer einen Bulli haben, weil Lars immer auf Festivals gefahren ist. Und ich war eigentlich so eine Hotelmaus. Ich hatte da gar keinen Bock drauf. Und hatte Lars dann gesagt, so nein, und das ist günstig und und der Urlaub wäre so teuer. Und dann habe ich auch geguckt und Urlaub für 3 Personen, so mit so einem Kind, was dann so 3, 4 Jahre alt ist, musste ja auch schon voll zahlen. Und dann meinte Lars damals, waren das noch D-Mark-Zeiten? Ich glaube, es waren noch D-Mark-Zeiten. Ne? Ja, für 2000 D-Mark kriege ich einen Bulli und dann können wir auch in Urlaub dafür fahren. Dann habe ich gedacht, naja gut, wenn du einen Bulli für 2000 D-Mark kriegst, bitte, dann kaufen wir dann einen Bulli. Da könnte man ja heute wahrscheinlich 1, 2 Nullen dranhängen, ne? Auf jeden Fall. Also, obwohl der alte, der war bis nachher nicht mehr. Nee, genau. Also so den haben wir schon auch sehr zerrockt, den ersten Bulli. Na, jedenfalls haben wir dann den Bulli gekauft, sind nach Dänemark das erste Mal gefahren, nach Röhm. Und ich war hooked. Ne? Also so, ich habe mir nie vorstellen können, so einen Urlaub zu machen. Aber man konnte mit Sack und Pack, mit Kind, mit Hund auf den Strand fahren, da Spaghetti kochen. Und also es war wirklich ein Traum. Und seitdem sind wir mit dem Bulli immer unterwegs gewesen. Dann haben wir ein paar Jahre später einen etwas besseren T3 gekauft. Und also den haben wir auch gehegt und gepflegt. Und sind nur noch damit in Urlaub gefahren und immer auch über Land, also so gar nicht so groß über Autobahn. Und haben dann gesagt, so ja, okay, alles klar. 2019 haben wir festgestellt, so mit Haus und Hof und wir hatten da keine Lust mehr zu. Und haben dann entschieden, ja, ach Mensch, ne, so lass uns mal irgendwie sowas ausbauen. Und zuerst haben wir überlegt, ein T4, glaube ich, ne, ein Allrad T4 umzubauen. Ich habe den T4 Synchro gekauft und wollte den eigentlich umbauen, aber der war von der Substanz so schlecht, dass wir noch ein bisschen weiter überlegt haben. Dann hatte ich den, weiß ich nicht, für 500 € verkauft oder so. Und dann wollten wir erst einen MAN VW, einen 7,5 Tonner kaufen, war aber Gott sei Dank keiner zu finden. Und zeitgleich hatte ich angefangen bei der Gemeinde Neuwulmsdorf für die Feuerwehr zu arbeiten als Gerätewart. Und da war dann 1 oder 2 Jahre später war das Auto zu verkaufen. Also du bist grundsätzlich technisch schon irgendwie so ein bisschen ausgebildet, ja? Ja, ausgebildet ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das meiste habe ich mir selber beigebracht. Okay, learning by doing. Also ich sag mal so, also Lars stapelt das schon ziemlich tief. Ne? So Eigentlich ist Lars Hufschmied, also kommt aus dem Schmiedebereich. Aber
der hat halt auch in unserem Haus alles gemacht, ne? Badezimmer gebaut, Leitung gelegt und alles, was Lars nicht kann. Dann pruckelt er so lange dran rum, bis er es kann. Manchmal nervig, also ne, so vor allen Dingen im Haus, wenn du dann gerade mal kein Badezimmer hast und das mit den Leitungen nicht funktioniert. Aber für sowas natürlich dann echt Gold wert. Ne? Genau, So. ich denke mal, beim Wohnmobil kommt ja quasi auch alles zusammen, was man so beim Hausbau eigentlich auch hat. Ne? Ja, alles. Also erstmal muss sie die Hütte bauen, dann Abwasser, Wasser, Elektrik, Holzbau, Metallbau, alles dabei. Kfz-Technik. Genau, und Kfz-Technik hat er beim Bulli halt auch immer schon alles selber gemacht. Hat zum Schluss echt mit Augen zu einen Bulli auseinander und wieder zusammengeschraubt. Da hat auch unser Schrauber dann immer gefragt, wenn er einen Bulli stehen hatte, sag mal, ne, kannst mal helfen? Na, und wie gesagt, jetzt so die Feuerwehrautos ist ja auch sein Job. Von daher passt das. Aber wir hatten auch echt viel Hilfe. Das kann man nicht anders sagen. Also wir hatten einen tollen Metallbauer, bei dem wir auch stehen durften, der uns beim Zwischenrahmen geholfen hat. Und unser Zimmermann, das war halt einfach Gold wert, ne, wo wir dann auch die Werkstatt mit benutzen durften. Wenn man sowas nicht hat, dann geht das nicht mal so eben. Also der Plan war erst, das auf dem Hof zu machen, bei uns zu Hause, aber das wäre technisch gar nicht gegangen. Nee, keine Auch logistisch Chance. nicht. Ja. Sprecht ihr auch über Zahlen? Also wie viel hat zum Beispiel dieses Feuerwehrauto gekostet, als Also ihr das abgekauft habt? Das Feuerwehrauto selber hat 15.500 € gekostet. Über den Rest haben wir noch gar nicht zusammengerechnet. Also Rest wissen wir tatsächlich nicht. Also ich denke, insgesamt werden wir bummelig irgendwo zwischen 60 und 80.000, denke ich mal, rauskommen. Aber wir wissen es tatsächlich nicht. Also so, es kann viel weniger sein. Es kann sein, dass wir es zusammenrechnen und denken, ach krass, hat doch nur so wenig gekostet. Kann aber auch locker mehr sein. Keine Ahnung. Haben wir noch nicht gerechnet. Und ihr habt vorhin schon ein bisschen erzählt, dass euer Ausbau länger gedauert hat als geplant. Also wie lange habt ihr jetzt dafür gebraucht? Also insgesamt haben wir gebraucht, wir haben 2021 im Mai die Feuerwehr gekauft und haben dann aber erstmal ein bisschen rumgetrödelt. Ne? Also so den Aufbau runterzureißen, das hat dann lange gedauert. Also so, ne, so ist ja auch die Fahrerkabine ist gekürzt, es war vorher eine Doppelfahrerkabine. Es ist alles runtergekommen, Zwischenrahmen musste gebaut werden, neue Elektrik musste gezogen werden. Da haben wir ein bisschen getrödelt. Ne? So, da haben wir gedacht, so, ach, wir haben ja viel Zeit, wir wollten am 1.4.24 los. Und und dann war aber auf einmal wurde die Zeit knapp. Und so, ich sag mal, das ganze letzte Jahr vom 1.4.23 bis jetzt, also 1.4.23, ist auch erst der Rahmen gebaut worden. Ne, da haben wir auch erst, also da haben wir richtig Gas gegeben. Also wir haben ein Jahr, ich sag mal, oder ein halbes bis dreiviertel Jahr haben wir in jeder freien Minute daran gearbeitet und dann noch mal ein Vierteljahr Vollzeit. Ganz schön krass. Ja. Das war's. Okay, Lieben, danke für die Background-Story. Es wäre echt mega cool, wenn wir uns jetzt dieses krasse Fahrzeug angucken dürfen. Ja, dann starten wir vorne am besten. Am liebsten hätte ich ja noch ein Bier dabei, aber weil das ist Astra am liebsten. Astra, so Hamburger Bier, wa? Ja. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zu unserem Auto. Ja, also ich kenne mich nicht so großartig aus mit LKWs, aber ich sehe einen Mercedes. Ja, Mercedes 1224 AF. Ist ein Allradfahrgestell, wurde modifiziert für die Feuerwehr. Hat eine verstärkte Hinterachse, so dass die Feuerwehr nachher auf 13,5 Tonnen gekommen ist, obwohl es nur ein 12-Tonner ist. Ist jetzt natürlich ein bisschen abgelastet, weil wir auf Einzelbereifung gegangen sind. Was hat das für einen Vorteil? Also Geländetauglichkeit am besten. Also man hat keine Steine zwischen den Zwillingsbereifungen. Ja. Und also das ist Einfach effektiver. effektiver, genau. Okay. So, und man braucht natürlich nicht irgendwie 5 Reservereifen mitbringen. Ja, okay. Also einer langt dann erstmal. Also auf jeden Fall für hier. Denn da mit der Kabine, da ist ja so eine Verblendung da irgendwie dran. Genau. Eigentlich war das mal eine Gruppenkabine. Da können 9 Leute mitfahren. Für die Feuerwehr halt. Da habe ich ein Stück rausgeschnitten und die Rückwand wieder rangeschweißt. Alles dicht gemacht und das funktioniert auch gut. Was natürlich, ich musste auch die ganze Kabinenlagerung nach vorne setzen und solche Sachen. Und ich wollte die Gruppenkabine eigentlich nicht mehr haben, damit wir hinten einen größeren Koffer raufkriegen. Ja. Sonst hätten wir einfach locker 1,5 Meter verschenkt. Ja, okay, verstehe, macht Sinn. Und TÜV-mäßig und so, hat das auch irgendwie alles seine Ordnung oder so ein bisschen? Genau, also TÜV abgenommen ist er, das ist alles, der TÜV hat keine Einwände gehabt, außer Kleinigkeiten. Blaulicht musste ich leider abbauen, durfte ich nicht behalten. Wäre beim
historischen Fahrzeug vielleicht gegangen. Okay, ja, Blaulicht wäre cool. Das macht auf jeden Fall so Eindruck, ne? Wenn Ja, man irgendwo genau. auf den Stellplatz kommt. Aber die Leute sehen sofort, dass das eine Feuerwehr ist. Also Ja. das ist überhaupt kein Auf jeden Problem. Fall, auf jeden Fall. Und was haben wir hier für ein Baujahr und Kilometer und so? Baujahr ist 96 und Kilometer hat er 33.000 ungefähr. Also in der Feuerwehr. 330.000? Nee, 33.000. Okay. Ja, stand der nur in der Garage oder? Also die meiste Zeit stehen die halt nur rum und fahren halt Kurzstrecken im Einsatz. Ach so, also ja, wir, stimmt, wir Feuerwehr. fahren ja nicht irgendwie 50 Kilometer bis zum nächsten Einsatz, sondern das sind meist so Kurzstrecke. pro Einsatz 3 bis 8, 10 Kilometer ungefähr. Mehr ist das nicht. okay. Und vorne sehe ich noch einen fetten LED-Scheinwerfer, oder? Ja, genau, den muss ich noch anschließen, das habe ich noch nicht geschafft. Okay. Aber ich hatte auch keinen Platz mehr, den mitzunehmen, deswegen habe ich ihn erstmal angeschraubt. Weil das ist einfach, die Lichttechnik ist jetzt nicht so wie heute. Also so ein bisschen mehr Licht ist schon ganz nett. Ja, verstehen. Hat man da sein Halogenlicht, um jetzt im Standardstraßenverkehr, und wenn man wirklich mal Power braucht, dann... So, den muss man so machen, dass er nicht übers Fernlicht geht, den muss man an- und ausschalten können. Sonst wäre er nicht erlaubt. So, die Alarmanlage ist Ja. gerade angesprungen, genau. Also es war quasi so der Voralarm, ne? Glaube ich, würde man das nennen in der... Das war der stumme Alarm. Ja, genau, der stumme Alarm. Okay. Ja, wunderbar. So, dann habe ich natürlich auch noch eine Menge dazu gebaut. Also das erste war, was auch so ein bisschen schwierig war, die beiden Tanks anzubauen. Ach so, also diese silberfarbenen Genau, die Dinger, die silberfarbenen. sind für AdBlue. Nee, AdBlue hat das Auto Gott sei Dank nicht, durch das Baujahr. Deswegen haben wir da keine Probleme. Die Technik ist auch ganz einfach, ist nur Mechanik, wenig Elektronik, was natürlich von Vorteil ist. Also hier geht im Prinzip Diesel rein. Genau, 370 Liter passen da rein. Und das haben wir zweimal. Einmal links, einmal rechts, wegen der Gewichtsverteilung. 370 Liter Diesel mal 2, also 740 oder irgendwie so? Genau, plus 50 Liter im kleinen Tank. Okay, okay. Und wenn man da an der Tanke steht, dann muss man schon mal sein Sparschwein schlachten und da 2 lilane Scheine oder so. Ja, so zwischen 800 und 1000 Euro und Taschentücher mitnehmen. Oh weia. Aber hält ja dann auch eine Zeit lang, ne? Weil, Ja, also ich denke mal, dass er ungefähr 20 Liter verbraucht. Im Gelände natürlich mehr, weiß ich noch nicht. Weil er natürlich viel Kurzstrecke gelaufen ist, muss er sich auch erstmal ein bisschen einlaufen. ja, aber 20 Liter klingt eigentlich auch für ein, ich sag mal, wenn man jetzt ein neues Fahrzeug kauft, aber mit der Tonnage sozusagen, ne? Also finde ich für 12 Tonnen also annehmbar. Ja. Gut. So, dann haben wir hier noch Unterflurkisten angebaut, 2 Stück, plus eine kleine auf der anderen Seite noch, Okay, auch richtig solide wo Dinger. Werkzeug drin ist. Auf der anderen Seite ist die Küche drin. Und du musst halt viel Ersatzteile, also ein paar Ersatzteile musst du auch mitnehmen und ein bisschen Werkzeug. Ja. Und LKW-Werkzeug ist ein bisschen größer und schwerer als normales Werkzeug. Also da kommt schon eine Menge zusammen. Ja, verstehe. Ich sehe hier die klassische ausfahrbare Leiter, die habt ihr auch. Ja, Teleskopleiter hatte ich vorher ein bisschen Bedenken, ob die hält. Ja, genau, das ist ganz schön so klapprig, Also, ne? Aber ja, klapprig gar nicht, aber die biegt ganz biegt schön durch, durch. ne? Man muss Aber es funktioniert wunderbar. Also hätte ich nicht gedacht. ja, stimmt, genau. Oh, und hier so ein kleines Rädchen hier noch. Genau, kleine Reservereifen. Also ist das so wie das Originalrad oder irgendwie? Genau, das ist genau derselbe. Den kann man links oder rechts, der ist nicht richtungsgebunden. Muss man nachher, wird das wahrscheinlich sein, dass ich zwischendurch alle Reifen einmal durchtausche. Ja, damit Dass, sich dass sie von links gleichmäßig- nach rechts und einmal den Reservereifen dazwischen packen, dass sie gleichmäßig abgefahren werden. So, und wie würde ich jetzt so ein Teil hier runterbekommen, wenn ich da irgendwie ran muss? Ganz einfach, du hast hier eine Winde unter. Hier ist die Winde. Ah, Und da oben, hinter dem Tisch, ja. ist so ein kleiner Galgen. Den kann man ausklappen, da hängt man den ran, zieht den ein Stückchen hoch und dann kann man den so rumschwenken und dann runterlassen. Also wie so ein Mini-Kran Genau, sozusagen. kleiner Kran. Ach, genial. Genau. Okay. Und das funktioniert, also wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir herausgefunden haben, wie das wirklich funktioniert. Ich musste auch noch mal ein bisschen umbauen, weil die Vorbesitzer von dem Heckträger, den haben wir gebraucht gekauft, hatten eine andere Felgengröße. Deswegen passte das mit den Löchern nicht ganz. Verstehe. Allgemein mal so, irgendwie bei so großen Fahrzeugen sehe ich immer häufiger mit Reserverad. Ist es denn irgendwie so, dass, ich sag mal so, beim Pkw kenne ich es jetzt so, irgendwie 20 Jahre oder so keinen Reifenplatzer gehabt, ne? Und ist es bei großen Fahrzeugen generell so, dass da Ja. Reifen anfälliger sind? Natürlich durch das Gewicht, ganz klar. Hast du natürlich mehr Druck auf der Straße auch. Und wenn du im Gelände unterwegs bist und mal wirklich einen spitzen Stein, das kann durchaus mal passieren, oder irgendwo an der Wurzel lang schrappen oder sowas, da gehen die dann schnell mal kaputt. Und da ist schon wichtig, dass man einen Reservereifen dabei hat und ein bisschen Flickzeug. So, und Vorteil von der Zwillingsbereifung ist natürlich, dass man immer 2 hat hinten.
wenn da einer platzt, dann ist das man nicht ganz trotzdem so noch- schlimm. Also der geht dann sofort in die Knie. Okay, sonst sehe ich hier Vollausstattung mit E-Bikes Ja. und Starlink da unten in der Ecke, Genau. Internet. Also wir hatten ausprobiert über normal SIM-Karte, das ist aber irgendwie zu wenig Volumen für uns. Deswegen haben wir uns überlegt, Starlink jetzt dazu zu holen, dass man beide Sachen machen kann. Hatten wir uns vorher auch schon überlegt, aber war halt recht teuer und im Moment gibt es ein ganz gutes Angebot. Ja, ich glaube, Starlink ist auch gerade irgendwie so voll am Kommen Ja. bei den Genau. Wohnmobilisten. Ja. Ne? Ja, sehr schön. Ja, gibt es denn sonst noch von außen irgendwas? Ja, ich habe noch 2 Kisten angebaut für Fahrradkram und da ist alles Mögliche drin. Dann haben wir hier in der zweiten Box haben wir unsere Außenküche. Ah, Die kann man einmal rausziehen. Ausschiebbar, ja. Und da wir nur mit Strom kochen und kein Gas haben, haben wir hier noch ein Induktionsfeld drin. Wir hatten vorher einen Kontaktgrill, aber der zieht echt zu viel Strom. Induktionsfeld. Das heißt, ihr habt bestimmt auch Solar oben auf dem Dach. Genau, also hier haben 6 Solarplatten, 400 Watt drauf. Ich habe mir eine große Batterie selber gebaut als Baukasten. Aha. Sind insgesamt 8 Zellen und müsste ungefähr 17,5 kW haben. Okay. Also da hat man auf jeden Fall, ja, ich sag mal so von Frühling bis Herbst vermutlich, braucht man da keine Steckdose. Also von oben kommt eigentlich immer genug rein, außer du hast jetzt solche Großverbraucher wie den Kontaktgrill. Also dann geht sie auch in die Knie, weil der einfach zu viel gezogen hat. Ja. Also das hat nicht funktioniert. Aber die Induktionskochplatten, die funktionieren wunderbar. Ja, verstehe. Ja, dann haben wir hier noch praktisch unsere Garage. Darüber ist ja das Bett und hier sind halt noch Ersatzteile, unsere Stühle drin. Im Moment steht noch der Router da drin, die muss ich noch irgendwo verbauen. Ah, und ein Wechselrichter ist da auch drin? Wechselrichter, ja genau. Also da habe ich auch nicht den ganz günstigen genommen, da habe ich den von dem Multiplus 2 genommen mit 5000 Watt. Und 5000 Watt? 5000 Okay. Watt und ist auch gleich ein Ladegerät mit drin für Landstrom. Wir haben den 3000er, ich dachte, das wäre schon was Ordentliches, Nee, ne? also der 5000er, der macht schon ordentlich Dampf. Ja, okay, schön. Und so die Kabine an sich, irgendwie, die ist jetzt von so einem Wohnmobil-Ausbauspezialisten? Die habe ich komplett selber gebaut mit meinem Kumpel zusammen, der ist Zimmerermeister. Ach nee, Und das ist ein Holzrahmenbau. Holzrahmenbau. Genau. Okay, also das bedeutet, also hier sehe ich ja jetzt außen hier so Aluminium. Genau, also das ist einmal zum Schutz aufgeklebt und ist praktisch ein Holzständerwerk mit 6 cm Holzfaserdämmung. Außen drauf sind Fahrzeugbauplatten, Siebdruckplatten. Und innen drin haben wir einmal Dampfsperre und Multiplexplatten verbaut. Okay. Und Isolierwerte und sowas auch irgendwie berücksichtigt? Oder? Das haben wir alles durchgerechnet am Computer. Da hat er extra Programme für und da sind wir echt super top bei rausgekommen. Genial, genial. Ja, einfach Wahnsinn. Und Fenster, das ist jetzt aber schon irgendwie jetzt Plastik, oder? Ja, das ist Plastik, sind aber Glasscheiben. Und die sind extra so gebaut, dass sie Luft reinlassen und rauslassen, um den Druck auszugleichen. Ah, okay. Weil wenn wir im Haus ist ja bisher immer auf einer Höhe, wir fahren ja aber vielleicht auch mal in die Berge oder weiß ich nicht, ganz niedrig runter. Sonst würden die platzen, wenn die keinen Luftausgleich hätten. Und die haben wir von Outbound gekauft, also alle Klappen, alle Fenster und die Tür. Und da können wir sagen, was das gekostet hat. Das waren 13.000 €. Oh, okay. Nur die Klappen und Fenster. Also Plastik hatte ich jetzt eigentlich halb spaßig gemeint. Die sehen für mich aus wie Glasfenster. Also ist es jetzt? Das sind Glasfenster krass. und der Rahmen ist aus Fiberglas. Okay, Kunststoff, damit wir da schön Gewicht sparen und wirklich nur da, Genau. wo es Sinn macht, Ja. halt Glas. Okay, Ja. verstehe. Ja, Wahnsinn. Genau, und da außen am Fenster ist noch so eine Schiene, da könnte man Genau. dann auch noch... Ja, das ist eine Kederschiene, das ist einfach nur so ein Tropfschutz. Ach so, dass dann nicht okay. immer das Wasser drauf steht. Habe ich bei dem einen Fenster noch nicht geschafft. Ja. Weil ich habe mich mal gedacht, so theoretisch, wenn man vom Fenster von außen noch irgendwie was vormachen könnte, so gegen die Sonnenstrahlen zu schützen, ne? Ja, haben Ja, wir innen. okay, oder so. Ja. Gut. Verstehe. Ja, dann haben wir da vorne noch eine kleine Kiste, wo noch ein bisschen Bergematerial drin ist. Also das, was man so braucht. Also ich habe ausgesonderte Hebekissen, Also ein paar Kompressor und ja. Stropse und alles Mögliche. Also das ist für Schlechtwege, Ja, wunderbar. falls Also mal im irgendwas Prinzip sein so sollte. Tour irgendwie durch die Wüste oder so, Können wir auf jeden Fall machen. wäre auch vorstellbar. Genau. Krass. Ja, das war's erstmal für außen. Ja. Ja, dann, also
wenn wir mal in eure Kabine reinschauen dürfen. Ich meine jetzt mal vorne erstmal die Fahrerkante sozusagen, Ja, das können wir wie es da machen. aussieht. Genau. Also dann muss vielleicht die Alarmanlage mal entschärft werden oder Du, Sven hat Angst vor der Alarm. lässt sie mich dort rein? so, Elvis. Du kannst schon mal reingehen. Ja, Elvis, sitzen. wow. Das sieht ja noch richtig Ja, das ist aus noch, mit Schaltern und ist noch klassische Technik. Jetzt für unseren Umbau sind natürlich noch ein paar Sachen dazugekommen. Ich habe an den Tanks 2 Pumpen dran, dass ich jeweils immer umpumpen kann. also kann ich Schwarzwasser, Nee, für Diesel. ach, für Diesel. Dass ich die beiden Tanks hin und her schalten kann. Gleichmäßigere Gewichtsverteilung. Genau. Mhm. Und dafür habe ich hier noch 2 Anzeigen sind reingekommen. Für den Tank links und rechts. Die Standardanzeige ist der kleine Tank. Dann haben wir natürlich hier noch die ganze Feuerwehrtechnik, die ist aber komplett entschärft. Dann haben wir das standardmäßig 6-Gang-Schaltgetriebe. Wir können einmal Straßenbetrieb und einmal Allrad. Haben die Hinterachssperre, das Mitteldifferential. Hier können wir noch einmal das Licht einstellen. Und hier war früher der Nebenantrieb für die Feuerpumpe. Ah, okay. Der ist aber außer Betrieb. Also das Getriebe hängt noch drin, kann man aber nicht mehr schalten. Und hier bei diesen Differentialsperren, da blicke ich noch nicht so richtig durch. Also erstmal hat es Allradantrieb und Differentialsperre hat irgendwie welchen Vorteil? Also Differentialsperre bringt nachher, jetzt gerade im schlüpfrigen Gelände, wenn man auf nassem Rasen ist oder im Schlamm oder im Sand, macht das Differential so, dass jeder Reifen einzeln dieselbe Drehzahl praktisch hat. Und nicht einer durchdreht. Ah, Also okay. wenn einer durchdreht, dann wird er eingebremst so und geht dann auf die anderen mit rüber. Das ist das Prinzip vom Differential, so wie ich das verstehe. Also kann wahrscheinlich ein Profi noch besser erklären als ich. Dann haben wir halt, dadurch, dass ich die Kabine gekürzt habe, haben wir aber trotzdem noch eine relativ große Kabine, so dass unsere beiden Hunde auch Platz haben. Also die sind dann während der Fahrt angebunden mit dem Geschirr. Und die machen das eigentlich ganz gut. Also die haben ein bisschen gebraucht, aber das passt. Ja, okay. Und hier habt ihr im Prinzip noch nachgebildet hier die 4 Kameraden, ja, die dann noch während der Fahrt mit Nee, dabei das sind meine Yachttrophäen und ein bisschen was wollte ich auch Ja, mitnehmen. cool, genau. Ja, aber richtig schön. Also ihr habt da quasi jetzt so euren Style drin und Genau, also die Kabine war vorher so wie hier ungefähr. Und wir haben Multiplex-Platten ganz dünn reingeschraubt, die gefilzt sind. Und so haben wir natürlich auch noch mal ein bisschen Geräuschdämmung. Ja. Also ein LKW ist laut, das ist einfach so. Aber das passt eigentlich ganz gut. okay. Was haben wir hier für eine Schaltung hier? 6 Gänge und ein Rückwärtsgang. 6 Gänge und rückwärts, genau. Klassisch. Also das ist der Vorteil beim 1224, der hat 6 Gänge. Und nicht wie beim 1222, der hat nur 5 Gänge. Man ist im 6. Gang natürlich ein bisschen, kommt von der Drehzahl runter und Ja. vom Verbrauch. Und Wohnmobil darf man ja normalerweise zum Beispiel 100 fahren auf der Autobahn. Ne? So, und der ist jetzt aber Ja, nee, mit dem darf man keine 100 fahren, sind trotzdem 80 und 60 auf Landstraße, Ja. also, weil wir halt die Tonnage haben, das ist einfach so. Aber das langt auch mit 80, 85 bist du ganz gut unterwegs. Auf jeden Fall, genau. Gerade wenn man nicht immer wieder nach Hause muss, weil man nur einen Urlaub macht, sondern dauerhaft unterwegs ist. Genau, da muss ich nicht irgendwo hinrasen. Also wir Genau. bleiben auch gerne mal irgendwo ein paar Tage stehen und dann fahren wir halt ein paar Tage später wieder los. Viel Nerven schon da. Genau, wir müssen ja nirgends ankommen. Also Ziel ist natürlich jetzt ins Baltikum zu kommen, so Lettland, Litauen, aber da mal gucken. Ja. Aber in den dritten Sitz, wenn jetzt noch einer mitfahren möchte, das wäre jetzt aktuell jetzt nicht, ne? Ist nicht geplant. Okay. Genau. Also da müsste ich hier in die Mitte noch einen Sitz bauen, aber das ist dann auch TÜV-technisch müsste das dann auch alles wieder umgeschrieben werden und geprüft werden. Deswegen lassen wir das so. Und für uns langt es ja. Man hat einfach sozusagen irgendwie keinen großen Schnickschnack so, sondern man hat überall analoge Anzeigen. Genau. Genau, die richtig geil. Also alles so, wie das gehört, ist gut ablesbar. Was im Moment nicht geht, ist die Kilometeranzeige. Da weiß ich noch nicht warum. Muss ich noch rausfinden. Also ein paar Sachen muss ich noch rumschrauben. Ganz komplett ist er noch nicht fertig, aber das geht jetzt nach und nach. Ja. Macht das. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt so ein Fahrzeug und brauche da jetzt doch mal Hilfe, ne? Nach was sucht man da? Also macht das irgendwie so ein normaler Mercedes-Service? Oder? Nee, da musst du schon gucken, dass du eine LKW-Werkstatt findest. Das ist auch nicht festgelegt, ob du jetzt so Mercedes oder kannst auch eine freie, die verschiedene macht. MAN macht das auch. Also
eine LKW-Werkstatt ist schon von Vorteil. Mhm. Okay, verstehe. Also man muss sich schon ein paar Sachen aneignen, damit man auch vieles selber machen kann. Was haben wir hier noch für ein... Achso, ja, das ist die Feststellbremse. Die läuft über Luftdruck. Und solange dieses Auto keinen Luftdruck hat und die ist eingelegt, fährt er auch nicht los. Also ich muss erstmal, wenn wir jetzt losfahren morgen früh oder die nächsten Tage, muss ich erstmal einmal die Luft aufpumpen. Dauert Stimmt. ungefähr 2 bis 5 Minuten. Der hat einen eingebauten Luftpresser und dann ist auf dem System Luftdruck und dann kann ich die Bremse bilden. Ja, so richtig LKW-Technik. Ich habe ja neulich so einen C1-Führerschein gemacht und da sind wir die ganze LKW-Technik auch durchgegangen und Genau. hier mit irgendwie Pumpen und Genau. dann gibt es auch irgendwie, weiß ich nicht, so einen Feuchtigkeitsablass. Ja, das ist die Patrone, also der Luftpresser hat ja nochmal eine Patrone hinten mit einer Entwässerung. Und die muss man auch regelmäßig austauschen. Genau. Also es ist wie so ein großer Ölfilter. Nur, dass da Luft durchgeht und muss man auch immer im Blick behalten. Ja. Genau, für unsere Zuschauer, da nebenan ist jetzt noch so ein Feuerwehrfahrzeug anscheinend Der gelandet. ist vorhin schon an uns vorbeigefahren in die Richtung und jetzt hat er wahrscheinlich gesagt, auf dem Rückweg, mal gucken. Genau, ist aber nicht abgesprochen und ist auch kein Feuerwehrfahrzeugtreff hier, ist wirklich Zufall, ne? Ja, das ist Zufall. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Kabine von innen an, ne? Den Wohnbereich. Machen wir. Anja zeigt mir jetzt ihr Reich von innen. Sie ist Architektin nicht, sondern Designerin eigentlich. Und das sieht man, mal Grafik studiert. Grafikdesignerin. Genau, also ich habe mal Grafik und Kommunikation studiert. Und ich finde, das sieht man auch innen drin. Also ich freue mich, dass wir das anschauen dürfen. Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ja klar, komm, lass uns reingehen. Also hier die Leiter, die kannst du einmal hier hinstellen und die kannst du auch einmal hier hinstellen. Und die haben wir auch, damit unsere Hunde ins Fahrerhaus rein und raus können. Ja. Die stellen wir dann da ran, weil die meisten Leute fragen, wo schlafen denn die Hunde? Aber keiner fragt, wie kommen denn die Hunde rein und raus? Über die Leiter dann auch. Also so, die kann man entsprechend umstellen. Variieren. Habt ihr gut mitgedacht? Na klar. Falls der Platz mal vorneweg nicht ausreicht, dann kann man hier seitlich. Genau. Genau. Supi. Jetzt stehen wir schon im Eingangsbereich. Also der Eingangsbereich ist im Prinzip die Dusche, weil das ist auch gleichzeitig die Dreckschleuse. Das heißt, wenn die Hunde im Winter so hier auch rein können, Ja. dann kann ich sie auch gleich abduschen. Und also so hier ist praktisch die Dusche, die Fliesen, das sind... Darf ich die mal kurz? natürlich. Ja, klar. Guck mal, wie schön. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video sieht. Hier oben ist noch ein fester Duschkopf. Genau, das ist Das ist so eine schon- Regendusche, und das ist halt Regendusche. mit so einer Einzeldusche und das ist so einer englischen viktorianischen Duscharmatur Ja. nachempfunden. Die Fliesen sind Klebefliesen, also so, das sind so Fliesen, die man über alte Fliesen drüber klebt, wenn man da keinen Bock mehr drauf hat. Und darunter ist so zum Streichen, also so eine Streichgummierung ist da drunter praktisch, Ja, ja. damit das alles dicht ist. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt vielleicht einige fragen, wie du das reinigst. Also wenn jetzt Dreck hier reinkommt. Das ist ja ganz einfach. Wir nehmen das Holz nehmen wir raus Ja. und so kannst du es absaugen Ja. und ansonsten machst du es ganz normal sauber, waschen, also putzt ganz normal wie zu Hause auch. Wie Ja. eine normale Dusche wird hier geputzt. Okay, cool. Und also das Interessante hier ist, dass wir hier so eine Schwingtür haben, die kannst du hier auch zumachen und dann hast du praktisch das Badezimmer zu. Hier haben wir eine 3 Kilo Waschmaschine. Das ist eine Single-Haushaltsmaschine. Die haben wir jetzt auch schon zweimal benutzt, also es funktioniert sehr gut. Hier Trockentrenntoilette zum Ausziehen. Auf der anderen Seite müsstest du hier einmal so ums Eck filmen, ist unser Mülleimer zum Ausziehen. Hier drin haben wir unsere ganzen Kosmetika und sonst noch Handtücher und was weiß ich nicht alles. Hier ist, also machen wir mal einmal auf die Seite, so haben wir Garderobe und Handtücher im Prinzip. Und das Lustige ist, wenn wir jetzt irgendwo hier so frei stehen und die Tür aufhaben, wenn wir auf Klo gehen, machen wir einfach nur das Ding zu und brauchen vorne die Tür gar nicht zumachen. Ja, Weil sieht ja keiner, dass wir auf Klo eine sind. doppelte Verwendungsmöglichkeit. Genau. So, und normalerweise ist es halt, so ist es halt so. Hier steht auch der Hundewassernapf, weil dann machen die auch keine Sauereien, so, wenn sie drin sind. So, dann pack mal rein. So, Anja, hast du gar keinen Stress, dass wir jetzt die Tür gar nicht zumachen und hier kein Fliegengitter ist? Achso, nee, aktuell ist es mit den Fliegen nicht so ein Drama und wir haben tatsächlich noch ein Fliegengitter dabei, das haben wir aber noch nicht verbaut. Also so für die Tür.
das kommt uns bekannt vor. Wir haben auch ganz viel, was wir noch machen müssen oder wollen. Ne? Das ist ja eine Willensfrage Genau, auch. also Ja. so bei den Fenstern, also bei allen Fenstern sind die Fliegengitter und die Rollos praktisch mit eingebaut. Ne? Das kannst du hier, also wenn du hier einmal guckst, kannst du es hier sehen. Ne? So hast du einmal das Fliegengitter und das Rollo bzw. den Sonnenschutz halt schon komplett mit drin. Das ist alles da, nur bei der Tür fehlt es noch. Wow, was haben wir denn hier eigentlich für ein Teil? Das sieht ja aus wie ein Ofen. Das ist ein normaler Holzofen tatsächlich, den wir auch zum Heizen nutzen, aber nicht hauptsächlich. Wir haben eine Dieselstandheizung verbaut. Das ist einmal hier ein Ausgang, einmal hier ein Ausgang und unterm Bett ist noch ein Ausgang für die Dieselstandheizung, weil hier auch unsere Wassertanks sind. Wenn wir im Winter unterwegs sind, dass die nicht einfrieren. Und das ist unser Luxus. Wir wollten immer einen Ofen haben, auch in unserem Haus und hatten es nie. Und dann haben wir uns jetzt den gegönnt und der kommt aus dem Bootsbau. Also so tatsächlich aus dem Yachtbau, also für Yachtzubehör. Und haben da auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Man kann die auch günstiger bei Etsy kriegen, aber da haben wir gedacht, nee, das machen wir lieber nicht. Auch das hier kommt aus dem Bootsbau. Es ist doppelwandig isoliert, sodass wenn der an ist, wir hatten das auch schon ausprobiert, dann kannst du hier trotzdem anfassen und es wird nicht heiß. Ne? Weil wir hier im kompletten Holzhaus sozusagen stehen. Ja. Und da hatten wir natürlich Schiss, dass da irgendwie, dass das nicht gut geht. Aber das ist halt nicht so. Und wenn wir halt Feuchtigkeit hier drin haben, weil wir nasse Klamotten haben oder so, dann machen wir kurz den Ofen an und innerhalb von 10 Minuten ist die ganze Hütte wieder trocken. Genau, wie du schon sagtest, gerade ist alles Holz und ich habe heute gelernt, dass es gut ist für die, wenn es feucht wird oder halt fürs Raumklima. Du hast ein ganz anderes Raumklima natürlich, weil Holz nimmt immer auf. Also so die Decke zum Beispiel haben wir auch nicht weiter bearbeitet. Die ist noch roh, ne, sodass die aufnehmen kann, also so dass da auch immer alles durchdiffundieren kann. Ja. Und die Folie, die in der Isolierung verbaut ist, das ist auch eine Folie, die auch entsprechend dafür geeignet ist. Ich finde es total schön, dass ihr hier auch einen Kaminfeuereffekt dann habt, wenn ihr hier in der Küche sitzt. Ja, also so das war auch, wir hätten zum Beispiel ja auch sagen können, wir stellen den Ofen entweder so parallel oder so, aber wir wollten natürlich, wenn wir hier sitzen, auch das Feuer sehen, weil ansonsten brauche ich keine Glasscheibe im Kamin. Ja, ne? Ja. Also so das wollten wir schon haben, dass wir dann, wenn es irgendwie kalt ist und eklig draußen, dass wir es uns hier richtig schön gemütlich machen können. Ja. Ich liebe diese Ecke. Hier ist so viel Persönlichkeit drin. Dürfen wir das zeigen? Ja, natürlich. Ja, dürft ihr. Ist überhaupt kein Problem. Das ist so, da würde ich wahrscheinlich immer dran hängen bleiben und die Zeit vergessen. Ja, also so das sind natürlich Bilder auch aus unserer Wohnung oder auch das Bild, was hier auf der anderen Seite hängt, das Ölbild. Das ist ein altes Ölbild aus der Wohnung von meiner Oma noch. Und wir haben natürlich die Sachen verbaut, die am meisten, sag ich mal, Erinnerungen für uns bringen. Ne? Und so, wir haben zum Beispiel unter der Spüle haben wir unsere alte Flurkommode verbaut. Also so, das ist eine alte Birnbaumkommode, die wir auch wirklich sehr geliebt haben. Ja. Und hier ist zum Beispiel der Herd drin. Also das zeige ich euch gleich noch. Oder können wir jetzt einmal machen. Ne? Also hier ist der Innenherd praktisch drin. Ne? So, und morgens, wenn wir Kaffee kochen, dann mache ich praktisch nur den Stecker rein. Wenn wir hier drinnen kochen, nehme ich es natürlich raus. Ne? So, aber dafür ist es halt so gemacht, dass es eben alles auch ziemlich praktisch ist und so viel Platz spart wie möglich. Genauso ist es hier eben unter der Spüle. Wir haben gesagt, wir wollen eine große Spüle haben, weil so wir ja auch Pfannen und solche Sachen sauber machen. Und wenn wir leben hier ja also 24/7 drin, wir haben kein anderes Haus mehr oder so. Ja. Und dann brauchst du, finde ich, Sachen, die nicht nur so ein bisschen funktional sind, sondern die auch wirklich funktionieren, ohne dass du wahnsinnig wirst. Die nicht einschränken. Genau. Und also also diese Sachen hier, Spül- und Abortdeckel schließen oder zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege nicht in den Wagen spucken, das hatten wir schon in unserem Bulli, das fanden wir halt ganz lustig. Und ein Stück drüber hängt noch die alte Bedienungsanweisung. Die kommt tatsächlich hier aus dem Auto, der Feuerlöschpumpe. Das war die Bedienungsanweisung der Feuerlöschpumpe aus diesem Wagen. Ja. Und das haben wir dann halt auch verbaut, ne? Weil wir gesagt haben, so, wir wollen das wollte mein Mann halt auch unbedingt haben. Und ich finde es auch toll. Also es passt da auch gut hin. Hätte es da nicht hingepasst, hätte ich gesagt, machen wir nicht. Aber es hat Gott sei Dank sehr gut gepasst. Ja, passt super. Also auch, dass sich das Schwarz hier wiederfindet und ja. Ich habe auch tatsächlich so einen schwarzen
so ein Flötenkessel noch in diesem Schwarz. Schön. Und so, das findet sich alles immer wieder. Ja. Und woher hast du diese Sicherungsriegler? Also die so sehen das- ja auch dies- mega. Diese Sicherungsriegel sind wirklich ganz stumpf einfach von Amazon. Ja. Also so die ganzen Beschläge, das sind wirklich antike Beschläge, die habe ich über eBay Kleinanzeigen, teilweise einzeln alle gejagt sozusagen. Aber diese Schieberiegel habe ich stumpf bei Amazon gefunden. Ja, und ist also einfach- ich bin wirklich überall lang gelaufen, durch jeden Baumarkt. Ich habe überall gesucht und dann irgendwann zufällig Amazon suche und dann dachte ich, ach krass, die nehme ich. Irgendwann mal den richtigen Suchbegriff rauszufinden. Genau. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, was, antike Schieberiegel oder so. Ich weiß den Begriff auch nicht mehr. Also Ich mag, dass hier auch noch Emaille oder so drin ist, ne? Oder irgendwie, das sieht so aus wie Emaille. Also das es ist so aus der Kommode noch. Das Ja, ist genau. noch original aus der genau. Kommode. Richtig Genau. schön. Und dann haben wir halt von der Kommode, ne, so hier einmal, also so das waren Ja. auch Verzierungen der Kommode. Ne, so die sind dann auch eben am Eingang, also so die andere Seite ist am Eingang Hier ist das. der Schlafzimmer ist praktisch noch mal verbaut. Also ne, so da ist die zweite, genau, die zweite Verzierung. Und im Schlafzimmer das Ducksteinschild, das ist aus der Kneipe, in der Lars und ich uns kennengelernt haben. Ah. Das haben wir schon immer mitgeschleppt. Das hatten wir in unserem Haus, das hatten wir in unserer Wohnung. Ihr seid das so ist so- süß. Genau, und das ist haben wirklich wir, süß. dann haben wir gesagt, so, nee, das muss auch noch mit. Das ist wichtig. Vor wie vielen Jahren habt ihr euch kennengelernt? Oh, du kannst was fragen. Also auf jeden Fall hatten wir schon Silberhochzeit. Wow. Warte mal, was haben wir denn jetzt? Wir haben 2024 nächstes Jahr sind wir 30 Jahre zusammen. Das ist lang. Also 29 Jahre sind wir zusammen. Okay, jetzt weiß ich, wie alt ihr seid. Alt. Sieht man gar nicht. Also ich bin schon über 50. Na, Lars noch nicht. das sieht man gar nicht. Ja, danke Also schön. diese Frau. Dankeschön. Was hast du gegessen und getrunken? Aber hier ist ja der Lars auch nochmal in jungen Jahren zu sehen, ne? Genau, das ist Lars in jungen Jahren. Ich bin in jungen Jahren nicht drauf. Na ja, gut, also so das Familienfoto da in der Mitte, das da neben dem Pferd in der hellen Jacke, das bin ich. Also so, das ist Das sind einmal. die Großeltern. Genau, das sind meine Die Eltern. Eltern. Meine Eltern sind das. Genau. Also die Großeltern von deinem... Von unserem Sohn, genau, deinem- genau. Unser Sohn ist das auch, also so, ne, der Kleine da auf der Rutsche, das ist unser Sohn, aber der sieht jetzt auch ganz anders aus. Der ist jetzt 20 und studiert in Heidelberg. Ja. Ach, und ich sehe gerade, ihr habt auch USB-Steckdosen. Ja, Direkt gleich genau. verbaut. Genau. Also Braucht so. man keine Adapter mehr irgendwie. Nee, genau. Also so die Steckdosen haben wir einmal da verbaut und die sind auch im Schlafzimmer oben, an jedem Schlafplatz auch nochmal. Ne? So, weil wir schon, wir sind schon Internet-Junkies, kann Und man nicht hier anders auch sagen. wieder Stauraum. Genau, wir haben überall Stauraum. Also so hier ist Stauraum, da unten ist Stauraum, da Stauraum, da. Hier unter ist die Batterie verbaut. Ne? So, da müssen wir, also dass wir da auch relativ schnell rankommen. Hier ist auch alles voller Stauraum. Alles komplett genutzt. Diese Schränke, das sind tatsächlich simple IKEA-Schränke, die haben wir nicht Was? selber gebaut. Genau, die haben wir nur angemalt. Aber das hier ist auch alles wieder selbst gebaut. Alles andere ist komplett selbst gebaut. Den Was haben wir haben noch wir denn nicht. dort? Ja. Das ist ein handelsüblicher Backofen, beziehungsweise ein haushaltsüblicher Backofen, weil ich back wahnsinnig Wie viel. krass ist das bitte? Also ich back sehr viel und sehr gern, auch Brot selbst und solche Geschichten oder ne, so Pizza. Wir machen, also im Oh. Grunde machen wir alles selber. Also so wir sind nicht wirklich Clean Eating Fraktion, aber ne, so wir machen es halt gerne. Was ist Sauerteigbrot? Nee, ich mache kein Sauerteigbrot, ich mache Hefebrot, also Ah, ne, mit lecker. Hefe ganz viel Okay. und so Gemüsebrote mache ich auch ganz viele. So kriegt ihr euer Gemüse rein. Das ist auch Genau, Gemüse in den Mann, ne? So Ja, heimlich ja. dem Mann Gemüse unterjubeln. Ja, das ist wirklich Das schwierig. mache ich über über Brot. Zucchini-Apfelbrot. Ah, sehr Genau, gut. Genau. Dann haben wir hier also so Kühlschrank. Wir haben einen sehr großen Kühlschrank verbaut. Das ist aber ein Wohnmobilkühlschrank, der läuft auf 24 Volt. Ne, dann haben wir einmal... Also mit Gas oder? Nein, der läuft auch über Strom. Alles bei uns läuft über Strom. Wir haben kein Gas verbaut, weil wir ja also wirklich richtig auf Weltreise wollen und Gas ist nicht genormt. Das heißt, alle Gasanschlüsse, Gasflaschen sind überall auf der Welt anders. Und wenn wir irgendwo in Afrika stehen und das Gas alle ist, dann stehst du da mit angenehmtem Hals und hast keinen Kühlschrank mehr. Und dann haben wir Ja. gesagt, das machen wir nicht. Ja. Wir haben ein großes Tiefkühlfach hier oben noch mit drin, weil, wie gesagt, das ganze Auto ist so ausgelegt, dass wir mindestens 2 Wochen autark sein können. Wow. Das Dafür lang. ist es gedacht. Ja. Ne? Hier ist einmal nochmal Technik.
Ne, so hier können wir einmal umstellen auf Inverter oder auf Charger. Und hier kannst du sehen, ne, so aktuell kommt im Ladegerät kommen so zwischen 90 und 100 Watt kommen aktuell rein. Lasten haben wir aktuell ungefähr, bummelig zwischen 60 und 70 Watt. Also das heißt, im Moment machen wir mehr, als wir verbrauchen. Okay, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier rein? Also ich möchte gerne tauschen. Du möchtest tauschen? Ja. Dann geh einfach an mir vorbei. Wir haben genug Platz. Nein, ich rede vom Wohnmobil. Ach so. Kannst du gerne haben. Nee, der ist nicht abzugeben. Aber ihr seid euch ja noch nicht sicher, ne, ob ihr wirklich, also ihr wollt erstmal testen ein Jahr lang? Also wir haben jetzt gesagt, also erstmal hat mein Mann nur bis 1.5. nächstes Jahr einen mobilen Arbeitsplatz und weil die Gemeinde Neuwulmsdorf möchte ihn gerne wieder haben als Gerätewarter Feuerwehr, was wir natürlich auch verstehen können. Aber wir wissen auch noch nicht, ist das hier wirklich unser Ding? Ja, genau. Ne, so, und wir haben jetzt die letzten 2 Wochen, waren wir so gestresst oder beziehungsweise die letzten Wochen und Monate waren so stressig mit Ausbau und hier endlich reinziehen. Und so, wir merken jetzt gerade erst, dass wir hier so ankommen. Ja. Und wir haben auch noch nicht verstanden, dass wir hier drin wohnen. Ja, ne, so. Und das muss ich erstmal alles finden. Es fängt langsam erst an, sich wie Urlaub anzufühlen. Jetzt ist erstmal die Akkus gerade wieder aufgeladen. Genau, wir fangen gerade erst an. Und dann kommen gleich so Menschen wie wir vorbei. Ne, das ist ja völlig in Ordnung. Also wir müssen morgen oder übermorgen, also morgen und übermorgen arbeiten wir ganz normal. Wir stehen morgen hier komplett, um 2 Tage zu arbeiten. Wir haben von Anfang an gesagt, montags und dienstags sind volle Arbeitstage. Das heißt, wenn wir dann stehen, dann bleiben wir montags, dienstags immer entsprechend da und arbeiten halt voll. Ne? Sodass Lars einmal seine Zeit machen kann und ich arbeite sowieso immer so zwischendurch. Also so, das kommt halt, wie es kommt. Aber wir wissen eben ja noch nicht, finden wir das jetzt auf Dauer auch so toll. Ne? Also weil am Ende kennen wir das ja auch nur vom Urlaub. Zwar auch, wirklich, wirklich langen Urlaub, aber wer weiß, vielleicht finden wir es auch im Winter doof. Jetzt können wir ja noch viel raus. Und wir wollen jetzt erstmal das Baltikum machen, ne? So Estland, Lettland, Litauen. Das wollen wir uns alles so ein bisschen angucken. Weihnachten fahren wir wieder zurück, wollen mit meinen Eltern und unserem Sohn Weihnachten feiern. Und danach fahren wir gleich Richtung Süden, Portugal, Marokko. Und dann kommen wir im Mai wieder und dann legen wir uns die Karten, ob wir so weitermachen oder ob es irgendwie was anderes wird. Kann man euch denn auch irgendwo verfolgen? Ich habe draußen ja gesehen, irgendwie Aufkleber, Social Media. Also was macht ihr da so? Ja, also du kannst uns unter Niekerkens Reise auf Instagram kannst du uns folgen. Und wir haben auch einen Blog, der www.niekerkensreise.de. Und wir haben auch schon einen YouTube-Kanal, da passiert aber noch nichts. Das wollen wir jetzt irgendwann die nächsten 3-4 Wochen wollen wir anfangen. Aber Instagram und auch den Blog, da passiert schon einiges und es wird sicherlich auch nochmal ein Buch darüber geben. Also wenn es okay ist, wir gehen dann einfach mal all eure Kanäle hier unter dem Video in der Beschreibung an und dann können ja im Prinzip alle mitverfolgen, was bei euch so passiert und was ihr halt so öffentlich macht. Auf jeden Fall, also so sehr, sehr, sehr gern. Das Lichtdesign finde ich auch sehr schön. Habt ihr echt schön gemacht, also über dem Bett auch. Also schönes Lichtdesign über dem Bett habt ihr. Ja, das Lichtdesign, das habe ich nicht gemacht, das hat tatsächlich Lars gemacht. Aber so ansonsten ist das gesamte Design von mir. Und bei manchen Sachen da hieß es dann, das geht nicht. Und dann musste ich mir was anderes einfallen lassen. Und manchmal haben wir uns dann auch gestritten und dann ging es doch am Ende. Okay, also es ist quasi wie Hausbau gewesen, ne? Genau. Es gab genauso viele Höhen und Tiefen, immer wenn wir gedacht haben, jetzt sind wir fertig. Ne? Also so das erste Mal sind wir durch den TÜV gefallen. So haben dann 4 Tage länger gebraucht. Die 4 Tage fehlten uns dann nachher beim Bauen noch. Aber wir sind wegen so Blödsinn durch den TÜV gefallen. Ne? Keine Rundumbeleuchtung. Wir mussten das Blaulicht noch runternehmen. Also alle Sachen, wo wir uns wirklich Gedanken gemacht haben, das war alles schick. Ja, das ist ja angenehm, ne? Ja. Wenn es nur so eine Kleinigkeiten sind so. Ja, die elementaren Sachen sind alle safe. Total, nee, das war alles safe. Ne? Zwischenrahmen hier, die Kabine, alles. Also so, das war alles super. Und da waren wir schon sehr erleichtert, dass es nur Kleinkram war. Aber dann auch nervig, ne? Weil die letzten 4 Tage, die fehlten uns dann natürlich, weil wir zum Schluss echt auf Kante genäht waren. Ich würde mich hier mega wohlfühlen. Also ich fühle mich jetzt hier schon richtig wohl. Und ich bin zuversichtlich, dass ihr hier drin leben werdet. Also das kann man so sagen. Weil ihr könnt ja jetzt hier leider nicht alle mit rein. Also mein Eindruck ist auch, dass es halt so richtig solide ist. Ne? Bei uns in unserem Eisbooth, da ist ja alles so extremer Leichtbau und wir kommen jetzt zwar so zurecht, aber wir haben regelrecht schon Angst, mal andere Leute reinzuholen oder so, weil wirklich alles so ist, wenn man irgendwo anfasst, könnte es schnell kaputt gehen. Man weiß noch nicht so, wie viele Jahre das hält. Ne? Ja. Und bei euch hat man halt wirklich so den Eindruck,
das ist richtig fest und stabil und da Ja. kann man sich eigentlich sich verhalten, wie man sich sonst auch in einem Ja. Haus sich bewegen kann, sage ich mal. Ja, Ne? das war auch der Grund, warum wir so ein großes Fahrzeug genommen haben. Ne? Wir haben zuerst wirklich ja überlegt, ob wir ein kleineres Fahrzeug nehmen und dann hat Lars immer gesagt, so, wir kommen mit der Zuladung nicht hin, wir kommen mit dem Gewicht nicht hin, wir müssen einen großen nehmen. Und dann hatte ich gesagt, so ja, dann lass uns einen 7,5 Tonner nehmen, weil den hätte ich mit meinem alten Führerschein noch fahren können. Und dann meinte er, nee, auch da kommen wir nicht hin. Ja, und dann haben wir dann es doch so gemacht und ich habe letztes Jahr im Herbst habe ich den LKW-Führerschein noch gemacht, also so den großen Führerschein. Und ja, war auch wirklich eine gute Investition, ne? Weil auch hier die Platte, das ist eine Eiche-Massivplatte, ne? Also so, es ist alles komplett massiv gebaut und wir haben trotzdem immer noch genug Gewicht, was wir zuladen können. Also ihr musstet jetzt im Endeffekt gar nicht auf das Gewicht achten beim Nein. Ausbau? Nein, Okay. gar nicht. Also so wir hatten, so Lars hat ihn einmal auf die Waage gefahren, leer, wo er noch kein Wasser drin hatte und nichts und da waren wir, glaube ich, bei 9,2 Tonnen. Und und dann haben wir jetzt alles hier reingeschafft, aber da waren schon alle Möbel und alles war schon reingebaut, auch hier der Ofen, alles was schwer ist. Und dann haben wir jetzt nur noch praktisch voll gemacht und also so gut Wasser und Diesel noch dazu, aber da kommen wir ja nie auf unsere 11,9 Tonnen. Also von daher, wir haben da wirklich safe genug Platz. Genial. Und dass du jetzt auch Führerschein hast, so, also fährst du auch in der Praxis schon real? Oder, Nee, ich hab noch keine Einweisung gehabt. Eigentlich wollten wir das heute machen, sind wir aber noch nicht zugekommen. Jetzt ist morgen und übermorgen arbeiten, aber also das nächste Industriegebiet gehört mir. Und dann kriege ich meine Einweisung und letztendlich, ich habe auf dem Automatik-LKW gelernt und das hier ist ein Kupplungsfahrzeug. Aber ich habe immer Kupplungsfahrzeuge gefahren, von daher denke ich, ist es, und auch Trecker, ich kann auch einen Kupplungstrecker fahren, von daher ist es, glaube ich, kein Problem. Ja, echt cool. Krieg schon hin. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Bekommt ihr euer Wasser her? Also unser Wasser ist im Prinzip unter dem Bett verbaut. Das kannst du hier sehen. Und zwar, wenn ich das einmal aufmache, hier sind zweimal 250 Liter Wassertanks verbaut. Siehst du, ne, so ganz voll sind sie jetzt nicht mehr. Also beide sind jetzt noch ein Viertel voll. Die haben wir am Anfang der 2 Wochen, als wir losgefahren sind, voll gemacht. Aber wir haben jetzt auch zwischendurch, waren wir auch auf dem Campingplatz. Ne? Also so, aber wir denken, dass wir so 2 Wochen gut mit dem Wasser auskommen. Wir halt auch sehen, wie voll es ist. Die Wassertechnik ist hier auf der anderen Seite verbaut, da kann man von außen ran, muss dann aber natürlich auch das ganze Geraffe sozusagen erst rausnehmen. Da sind entsprechende Filter vor. Das heißt, wir können auch aus dem Süßwasserteich hier unser Wasser gewinnen. Ja. Das wird dann praktisch vorgefiltert. Ja. Und es wird auch nochmal gefiltert, bevor es dann hier hinten aus dem Hahn kommt. Ja. Beziehungsweise aus der Dusche. Was habt ihr da für Filter? Weißt du das? Osmose oder? Das müsstest du Lars fragen, was für Ja. Filter das sind. Ich weiß, ich glaube, es sind insgesamt 3 Filter, das weiß Ja. ich. Aber also, was er da genau verbaut hat, das kann ich so nicht sagen. Könnt ihr sonst nachher wahrscheinlich. Das ist ja auch eine Wissenschaft für sich, ne? Oder beziehungsweise auch so teilweise so eine Religion. Ich glaube ja, also so, ich habe das jetzt vor kurzem gesehen, dass irgendwelche anderen Leute Keramikfilter hatten, die man dann auch so abfeilen kann. Und dann hatte ich Lars gefragt und dann war es so. Und dann habe ich gedacht, nee, frag mal nicht. Ich glaube, das, was wir haben, ist in Ordnung. Ja, das wird schon. Weil dann siehst du Ja, ich sehe. jetzt einmal den Grobfilter, das ist so ein Aktivkohlefilter. Ja. Dann haben wir hier einen feineren. Da weiß ich aber, wie das geht. Also es ist nicht mit aktiv. Ist das nicht, ne? Nee, ist es nicht. Dann geht das in die beiden Tanks rein. Da kann ich oben nochmal absperren, welchen ich anwählen will. Weil wir haben ja 2x 250 Liter. Ja. Dann kommt das durch die Wasserpumpe. Hier ist noch ein Druckminderer. Nochmal ein Aktivkohlefilter. Und hier ist einmal die Keime werden 99% soll der abtöten durch UV-Licht. Da geht er noch einmal durch. Also das ist einmal Wasser rein und Wasser raus. Ja. So, und auffüllen kann ich dann hier einmal anschließen. Das ist jetzt nur hier dran, damit er nicht leckt. Ja. Und hier ist einmal die Entlüftung für die Tanks. Ja, super. Perfekt. So. Also ich habe schon drin zu Anja gesagt, dass ich gerne tauschen wollen würde. Warum? Hier ist alles so Ja, perfekt autark, 2 Wochen autark stehen. ja, wir müssen ja testen, ob das alles wirklich so Ja, ja. funktioniert, wie, Also- wie ich mir das gedacht habe. Also Ja. kann ja auch sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber bis jetzt läuft das eigentlich Hört ganz sich gut. sehr gut an bei Ja. euch. Also Das passt. Und ein paar Kleinigkeiten habe ich auch noch zu machen. Das ist ja, Ja. das hört ja auch ist nicht noch auf. nicht fertig. So, das ist praktisch, ne?
der Tisch. Und es ist genau das gleiche Material, also auch Eiche massiv, aber eben eine dünnere Platte. Und der Tisch auf jeden Fall, der ist auch richtig stabil, weil hier ist ja noch so ein Standbein dran. Genau. Und dann habt ihr ja hier so eine Schiene, wo man den noch so... wo man den hin und her schieben kann, ne? So, weil letztendlich kommst du sonst hier, also ne, kommen wir so sonst hier nicht rein. Du vielleicht, aber ne, so wie Lars und ich, wir müssen dann schon ein bisschen unseren Bauch einziehen. Aber wenn man hier sitzt sozusagen, ne, kann auf jeden Fall jeder gemütlich Genau. da so seinen Laptop und Genau. Essen, Trinken, alles wunderbar. Genau. Ich finde es einfach total genial. Also man hat wirklich irgendwie alles, was man braucht. Es ist super stabil. Man hat sogar einen Ofen. Also theoretisch könnte man hier jetzt irgendwo im Wald so ein bisschen Holz sammeln, was liegen geblieben ist, ne? Genau. Und dann da irgendwie anheizen. Genau, Irre, genau. ja. Und was wir noch machen wollen, also so was noch fehlt, wir wollen da auf jeden Fall also so noch eine Leinwand hinpacken, also so oben, ne, sodass du die ausziehen kannst und dass man dann im Bett praktisch, weil wir haben einen kleinen Beamer und dass man dann im Bett zusammen Filme gucken kann. Oh, wow. Richtig Kino-Feeling denn. Genau. Ja, also so Mini-Kino, ne? Also Ja, so der gut. Beamer ist ein kleiner Beamer, ne? So. Aber entscheidend ist ja immer der Betrachtungsabstand. Ne? Und dadurch, dass die Leinwand dann relativ dicht Genau. dran ist, ist es im Prinzip Ja, genau, wie genau. Kino. Ja, genau. Ach, danke schön. Gerne. Danke. Also Standheizung Handheizung und einmal für Wassererwärmung, aber den will ich irgendwie nicht. Was und nicht, warum? Wasserpumpe. Wasserpumpe und die Heizung für den Boiler noch extra. Mega. Viel Technik. Ja, also seid ihr da beide so Technik-affin, wenn es um die Bedienung geht? Zum Beispiel bei uns ist es immer so, ne, wenn wir dann so, weiß nicht, sagen wir mal, abends schlafen gehen, dann ist dann irgendwie Wasserpumpe aus und Wechselrichter aus, weil er hat auch so ein bisschen Standby-Strom, ne? Und so gibt es so ein paar Abläufe, ne? So, habt ihr da irgendwie so eine Arbeitsteilung so? Wer denn so... Bis jetzt habe ich immer alles ausgemacht hier drin und zugemacht. Ja, entweder, oder wenn ich dann später reinkomme, dann machst du einmal den Wechselrichter, können wir auch hier oben bedienen. An- und Genau. ausmachen, Ja. umschalten und wenn er noch leuchtet, dann machst du ihn halt aus. Genau. Ganz einfach, also das ist ja nicht das Problem. Ja, also wir haben uns gesagt, so, wir wollen es bei uns immer so haben, dass jeder alles bedienen kann, weil irgendwie man ist Ja, da, ja, klar. sag ich mal, weit weg. Vielleicht ist einer mal irgendwie so ein bisschen so krank, wo er einfach nur Bettruhe braucht, aber keinen Bock hat, irgendwie Ja, klar. was zu reden, ne? Und was Klar. zu bewegen. Und das ist ja echt praktisch. Ja, klar. Ja. Nee, auch das, also das geht. Ich habe jetzt gestern, wann habe ich Einweisung gekriegt, den Tank zu leeren, den Grauwassertank zu leeren? Vorgestern. Vorgestern, ja. Haben wir den Grauwassertank geleert. Also, ne? Ja, klar. Also so letztendlich, man muss ja auch rechnen, wir wollen ja wirklich überall hinfahren. Und wenn Lars was passiert, muss ich mit der Karre ja auch alleine klarkommen. Das, Genau. Natürlich, Genau. klar. Also genau den Gedanken hatten wir auch. Können ja ganz komische Ja. Situationen. Ja, musst du auch, das wird jetzt auch mit der Fahrzeuganweisung gefahren und so, ein bisschen Technik muss jetzt auch noch kommen. Ja. Genau. Aber wir haben gemerkt, obwohl wir auch alle so Vorgänge durchgegangen sind, dass man dann in der Praxis dann doch wieder so ein bisschen dass du zurückfällt, so dass der eine verstärkt immer die Sachen macht und der andere macht verstärkt die Sachen. Also alle können zwar alles, aber irgendwie ist es manchmal im Alltag dann doch wiederum einfacher, wenn der eine macht immer hinten, weiß nicht, die Heckgarage sortieren und so eine Geschichten. Ja, ich mache meistens draußen und Anja macht hier drin. Also Ja. das ist, ergibt sich so, das wird sich aber, glaube ich, auch noch ändern. Ja, und aber wenn, also ich sag mal so, wichtig ist, finde ich, dass man es weiß und wenn man es muss, dass man es dann kann. Ne, so, dann dauert es zwar ein bisschen länger und dann muss man nochmal überlegen und ne, so, aber dann geht das auch. Wichtig ist, dass man es kann. Man muss ja nicht routiniert da drin sein. Ihr Lieben, ihr seid so sympathisch. Das hat so viel Spaß gemacht. Danke für eure Zeit und Ausdauer mit uns hier, mit unseren vielen Fragen. Wir wünschen euch alles Gute. Wir sind sicher, dass ihr eine tolle Reise haben werdet und wünschen euch auch, dass euer Traum in Erfüllung geht. Ihr stets eine sichere Fahrt habt und ja, alles Gute. Ja, vielen Dank. Das hoffen wir auch. Ja, ebenso. Ihr habt ja auch noch eine Menge vor. Ja, Genau. wir haben jetzt auf alle Fälle richtig viel Inspiration und ja, Fürs nächste Wohnmobil dann, ne? Genau. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Wie sagt man in Hamburg? Tschüss. 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 In Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssikowski, sagt man in Berlin. Ciao. Tschüss. Tschüss.